Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Plastik gehört irgendwie zu unserem Leben dazu, ist aber ein ziemlich großes Problem, weil mittlerweile rund 5 Billionen Tonnen Plastik in unseren Meeren schwimmen, die vor allem auch von Vögeln, Meerestieren gefressen werden und nicht recycelt werden zum größten Teil. Das ist ein Problem. Ein Unternehmen, das sich einer Lösung widmet, ist Rittek, ein Unternehmen aus Lüneburg, die mit ihrem Umwelttechnikverfahren versuchen, PET vollständig zu recyceln und wiederverwendbar zu machen. Heute habe ich den Geschäftsführer dieses Unternehmens, Rittek, bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Carsten Eichert. Hallo. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt. Viel Plastikmüll schwimmt unter anderem in unseren Meeren. Wie kommt es, dass dieser Plastikmüll nicht recycelt wird? Kannst du uns dazu was erzählen? Das ist eine historische Frage, dass Kunststoff sehr jung ist im Vergleich zu Metallen. Und Metalle konnte man immer wieder gut einschmelzen, konnte man wieder recyceln. Bei Kunststoff ist das ein bisschen anders. Das sind künstliche Stoffe, das sind keine natürlichen Stoffe und deswegen haben sie unterschiedliche Bindungen. Und diese Bindungen zu zerlegen und wieder neu zusammenzufügen, das ist schon etwas komplexer. Und, Entschuldigung, es sind unterschiedliche Kunststoffe. Also die Flasche, die du gerade hochgehalten hast, das ist PET, Polyester. Und wir kennen aus dem Verpackungsbereich PE, Polyethylen oder Polypropylen. Und dann gibt es noch ganz viele technische Kunststoffe, die alle andere Anforderungen haben und die alle andere Anforderungen auch an ein Recycling stellen. Und ihr mit Rittek habt euch aber auf PET spezialisiert, beziehungsweise auf das Recycling von PET. Warum ausgerechnet PET? Ja, wir haben uns auf PET oder Polyester konzentriert. PET sind ungefähr 20% der Gesamtmenge des in Verkehr gebrachten Kunststoffs. Von daher ist es schon eine anschauliche Menge. Und der Vorteil bei PET ist, es ist sehr einfach in seiner Polymerstruktur zu zerlegen. Denn jetzt wird es ein bisschen chemisch. Das ist okay. Du nimmst uns ja zum Glück mit. Dann, genau. Sobald ich was nicht verstehe, werde ich nachfragen. Gerne. Das Polymer besteht aus verschiedenen sogenannten Esterverbindungen, die man mit dem Einsatz von Chemikalien sehr leicht lösen kann. Und Polyester ist jetzt ungefähr 50 Jahre alt und seitdem weiß man auch, wie man Polyester wieder zerlegen kann in seine Bausteine. Und diesen Grundgedanken, den nutzen wir bei uns in unserer Technologie, um eben dieses Polymer, dieses PET-Polymer in seine Bausteine zu zerlegen. Und das sind handelbare Grundchemikalien, also zum Beispiel das sogenannte Monoethylenglykol. Das kennen wir als Kühlmittel in unseren Fahrzeugen. Und es gab mal eine Zeit, da haben auch österreichische Winzer das in den Wein gemixt, um ihn etwas süßer zu machen. Also durchaus etwas, was nicht gefährlich ist. Und der zweite Baustein, das ist die sogenannte Terephthalsäure. Das ist ein Kristall, das derzeit aus Rohöl gewonnen wird und aber auch global gehandelt wird. Und in diese beiden Teile zerlegen wir das Polyester. Das klingt ehrlich gesagt, als hättest du einen Hintergrund als Chemiker. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Hat dich das schon immer fasziniert? Wolltest du schon immer die Umwelt retten oder was war dein Weg? Also was mich schon mein Leben begleitet, ist der Gedanke, Ressourcen langfristig zu nutzen. Ich war noch Schüler, da habe ich auf eine Deponie geschaut mit dem schönen Namen Kirschenplantage und habe gesagt, eines Tages werden wir diese Deponien wieder aufgraben, um an die Rohstoffe zu kommen. Denn es ist absehbar, dass die nicht nachwachsenden Rohstoffe irgendwann endlich sind. Und das begleitet mich seit 30, 40 Jahren, dieser Gedanke. Und immer wieder habe ich an dieser Stelle gearbeitet, wo kann man nochmal das dazu beitragen. Und jetzt mit Rittek und der Recycling-Technologie für Polyester, denke ich, können wir ein kleines Stück dazu leisten, damit eben auch diese Rohstoffe langfristig genutzt bleiben. Was unterscheidet denn euer Verfahren bei Rittek vielleicht von anderen Verfahren? Ich nehme an, ihr seid nicht das einzige Unternehmen auf dem Markt. Habt ihr da ein Alleinstellungsmerkmal? Wir sind nicht das einzige Unternehmen auf dem Markt, die sich mit der Frage auseinandersetzen. Das ist richtig, aber wir haben ein Alleinstellungsmerkmal. Und
Es sind derzeit ungefähr 15 Projekte global, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie kann man Polyester, wie kann man PET recyceln, und zwar wirtschaftlich recyceln, denn am Ende des Tages muss es irgendwie bezahlt werden. Und ich bin von der Ausbildung her kein Chemiker, sondern ich habe mal Bankkaufmann gelernt, habe BWL studiert und bin relativ bald nach dem Studium in die Recyclingwirtschaft abgedriftet, wenn ich so sagen darf. Und habe, bevor ich Rittec gründete, Patente recherchiert. Und das Auftrennen von Polyester ist so einfach, dass man das mit Schulchemiewissen verstehen kann. Man muss nämlich zu dem PET nur Natronlauge dazu geben, also ein Haushaltsmittel. Und dann zerlegen sich diese Teile und also die Bindungen des Das heißt, wenn ich das jetzt in Natronlauge einlege, dann ist das PET weg? Ja, also fülle nie Rohrreiniger in eine PET-Flasche. Gut zu wissen. Ja, weil sie dann am nächsten Morgen vielleicht nicht mehr da ist, die PET-Flasche. Ja, also es dauert ein bisschen, unter technischen Bedingungen ist das ein bisschen schneller, aber wenn man PET und Natronlauge zusammenfügt, dann zerlegt sich das PET. Genau so ist das. Wir haben dann uns die Frage gestellt, wenn es so einfach ist, wieso macht das dann keiner? Und dann recherchiert man weiter und dann kommt man zu der Erkenntnis, dass die bisher angewendeten Ansätze an der Ökonomie scheiden. Also technisch funktionieren sie, aber ökonomisch funktionieren sie nicht. Das heißt, sie sind nicht rentabel, oder? Genau, sie sind zu teuer in ihrer Durchführung. Und das sind sogenannte Batch-Prozesse. Batch-Prozesse bedeutet, es ist eine absatzweise Produktion. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Kartoffelkochen für einen Kartoffelsalat. Wenn du einen kleinen Topf hast und du hast ganz viele Gäste, dann musst du den Topf ganz oft auf den Ofen stellen. Und wenn du aber in einer Großküche bist, dann hast du einen Dämpfautomaten, der ein Band hat. Und da legst du die Kartoffeln vorne rein, die laufen auf dem Band durch und hinten kommen sie fertig raus. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und genau dieses Ziel haben wir verfolgt. Wir wollten dieses Auftrennen, dieses sogenannte Depolymerisieren des PETs in einer kontinuierlichen Verfahren darstellen. Da ich kein Techniker bin, habe ich mir Unterstützung bei der Technischen Universität Braunschweig geholt. Bin dort zum Institut für chemische und thermische Verfahrenstechnik gegangen, mit dem dortigen Leiter gesprochen. Und Professor Scholl hat gesagt, Batch zu Conti können wir. So, dann haben wir gestartet und haben 2 junge Menschen eingestellt, die pfiffig waren, die kreativ waren. Und binnen 6 Monaten hatten wir den Schlüssel, wie wir Polyester in einem kontinuierlichen Verfahren in seine Bausteine zerlegen können. Und scheinbar macht ihr eine ganze Menge richtig, weil ich habe gelesen, dass ihr erst Ende September diesen Jahres den Wettbewerb Startups Connected 2022 auf dem 10. Deutsch-Brasilianischen Kongress für Innovation und Nachhaltigkeit gewonnen habt. Das klingt ziemlich aufregend und vor allem auch international. Wie geht es jetzt nach diesem Sieg weiter? Also werdet ihr euch international weiter ausbreiten oder euer Geschäftsmodell ausweiten, eher gesagt? Ja, also Kunststoffabfallproblematik ist ein globales Problem und wir sehen unsere Lösung auch als globale Lösung und sind vor dem Hintergrund auch in verschiedenen Regionen schon aktiv, so auch in Brasilien. Wir haben dort ein bundesgefördertes Projekt gewinnen können, also entsprechende Mittel einwerben können, mit unseren brasilianischen Partnern dann ein Konzept entwickelt, mit dem wir auf die Bedürfnisse in dem Land eingehen. Also in Entwicklungsländern, auch in Brasilien, ist es so, dass der sogenannte informelle Sektor, das heißt Menschen, die vom Müll sammeln, leben, eine sehr große Bedeutung hat. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir nicht nur so eine schöne, schicke, transparente Trinkflasche recyceln können, sondern wir können Mischkunststoffe recyceln, indem wir nämlich das PET selektiv aus diesem Gemisch herauslösen. Wir können Textilien recyceln. Polyester und PET sind dasselbe chemisch. Und wir können eben dann damit auch die Polyesterfaser zerstören, auflösen und schaffen damit solchen Strukturen, solchen Menschen neue Einkommenspotenziale. Heute gehen sie an diesen Abfällen vorbei, weil es für sie keine Lösungen gibt. Und niemand ist ökonomischer als so ein Wastepacker. Der sammelt nur das auf, wofür er auch einen Erlös bekommt. Und wenn wir einen Mischkunststoff haben oder eine Textilie, dann lässt er die liegen. Dafür bekommt er heute nichts.
Wir können, indem wir die Technologie nach Brasilien bringen, eben diesen Menschen auch dann neue Einkommenspotenziale schaffen. Und das ist das Ziel. Also wir kooperieren dort mit den sogenannten Genossenschaften, den Cooperativas, die sich um die Waste Picker kümmern, nehmen ihnen den bisher nicht verarbeiteten Abfall ab und bringen ihn in unsere Anlage. Das ist so das Modell und das haben wir eben auf diesem Kongress vorgestellt und haben damit dann auch die Jury überzeugen können. Klingt auf jeden Fall zukunftsträchtig. Vom Globalen vielleicht nochmal ins Regionale. Ihr seid ja in Lüneburg angesiedelt. Und deswegen würde mich interessieren, Lüneburg ist Teil der Metropolregion Hamburg. Wieso ausgerechnet Lüneburg? Gibt es dafür einen besonderen Grund? Und vielleicht, was sind auch die Vorteile, die durch die Metropolregion Hamburg entstehen für euch? Also die Vorteile über die Metropolregion Hamburg ist, dass wir eine attraktive Region vorfinden. Das heißt, Mitarbeiter zu gewinnen ist nicht so schwierig. Lüneburg selber ist eine attraktive Stadt vor den Toren Hamburgs. Das darf ich keinem Lüneburger sagen, aber ich bin kein gebürtiger Lüneburger, deswegen darf ich diesen Blick ruhig einnehmen. Und warum der Sitz in Lüneburg ist und nicht in Braunschweig, wo wir auch unser Technikum haben, das hat private Gründe. Also mein letztes berufliches Projekt sollte in Fahrraddistanz sein und deswegen ist der Sitz in Lüneburg. Vielleicht als letzte Frage ein Blick nochmal in die Zukunft. Woran arbeitet ihr denn gerade verschärft? Wir haben technologisch alle Bestandteile für den Prozess zusammen. Wir wissen, wie was funktioniert und was wir tun müssen. Und wir wollen Mitte dieses Jahres unsere Pilotanlage ausgebaut haben zu einer sogenannten Mini-Plant, dass wir den Prozess kontinuierlich vom Abfall bis zum Produkt durchfahren lassen können in einem 24/7-Betrieb, also einem kontinuierlichen Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Und Ende des Jahres, 23, vielleicht Anfang 24, wollen wir die erste Industrieanlage in Betrieb nehmen. Und die hat dann eine Kapazität von ungefähr 5000 Jahrestonnen. Das heißt, 5000 Tonnen Kunststoffabfall können wir dann über unsere Technologie verarbeiten, recyceln und produzieren damit ungefähr 6000 Tonnen Produkte. So, wer jetzt gerechnet hat, fragt sich, wieso geben wir 5000 Tonnen rein und hinten kriegen wir 6000 Tonnen Produkte rein. Wir geben ja noch Reagenzien dazu. Ich habe ja gesagt, wir haben einen chemischen Prozess, die Natronlauge und ein bisschen was anderes. Und das addiert sich dann auf 6000 Tonnen Produkte. Das klingt alles wirklich sehr, sehr spannend. Ich danke dir sehr für die Einblicke in eure Arbeit und ich danke auch euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr bei der nächsten Ausgabe der Future Hamburg Talks dabei seid.